Einen wunderschönen Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alan Wakes American Nightmare, Folge Nummer 2. Wir befinden uns am Tor der Sternwarte. Das Tor müssen wir gleich öffnen, damit wir dahin kommen. Gehe ich mal von aus. Aha. Und ja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wir heute hier so finden. Am Mount Redtooth National Observatory. Dinge aus Gründen. Obwohl das Spiel so alt ist, ne, finde ich es doch relativ hübsch. Ich finde, es ist gut gealtert. Meine Meinung, ne? Meine Meinung. Mag natürlich sein, dass ich da auch ein bisschen voreingenommen bin, weil ich Remedy einfach feiere, aber es ist okay. Ist okay. So, was haben wir denn hier? Können wir da rein? Ja. Oh. Radio. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Jetzt werden wir schon wieder vertröstet. Mann! Ich will das Lied hören. Frech. Oh, Pumpgun. Pumpgun? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Will ich eigentlich nicht, aber ich muss irgendwie an die Munition kommen. Die wir gar nicht nehmen können, weil Dinge aus Gründen. Frech. Leuchtpistolen-Muni. Ja, jetzt haben wir halt eine Pumpgun. Mit einer Pumpgun aufzubacken. Ich finde das sehr schön, dass gerade vom werten Herrn Rodman angesprochen worden ist, dass Thor und Odin sich ja ein bisschen anders anhören, wenn sie singen. Mag es vielleicht daran liegen, dass sie ihren Moonshine, also ihren Schnaps, mit dem Wasser vom Cauldron Lake ansetzen? Möglich. Ich glaube, wir haben eh alles aufgefüllt, aber egal. Aber sehr, sehr schöner Vergleich mit Milli Vanilli. Nun. Popkultur kommt hier auch zum Tragen. Ich sag's euch. So, nehmen wir Pumpgun oder nehmen wir eine Magnum? Dann kommen wir nehmen wir Pumpgun. Okay. Hi, Leute. Putz. Oh. Das bin ich anders gewöhnt, tatsächlich. Okay. Okay. There is a Koffer.
Jagdgewehr. Natürlich haben wir schon 15 Manuskriptseiten. Natürlich nehmen wir uns das Jagdgewehr. Das ist so ätzend. Wie gesagt, Alan Wake kann alles in seinen Hosentaschen transportieren, ne? Nur nicht genug Muni. Das ist echt kritisch. Richtig kritisch. Aber okay. Ich komme damit klar oder so. Was? Ah, hi! Was machst du denn hier? Frechdachs. Du Frechdachs. Können wir auch noch mal eben lang gehen. No Parking! Visitor Parking. Warum haben wir unser Auto da unten geparkt? Wir besuchen hier doch eigentlich jemanden, oder? Tragisch. Einfach nur tragisch. So. Da haben wir Licht, da haben wir dies. Mehr Muni, die wir auch nicht tragen können. Was haben wir hier? Karabiner. Nee, ich bleib beim Jagdgewehr. Das finde ich, glaube ich, besser. Benutzen! Hello? Hallo. I'm Dr. Rachel Meadows and... Macht ja Wait nichts. a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Du bist aber schnell, mein Freund. Du bist aber ganz schnell. Oh, ihr seid alle ganz schnell. Oh. Nicht die Taste drücken. Nicht die Taste drücken. Ich wollte gerade sagen, hier war doch noch einer. Putz. Ach, das war Jagdbär. Ah, da ist ja noch einer. Hast dich versteckt, Ratte. Grrr. Sowas tut man nicht. Sich einfach verstecken. Go away. It Nee. wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Oh. Fragil. Ja, ich bin auch manchmal fragil. Das sag ich dir. Smile, you are being watched by our video surveillance camera. Ein Fernseher. Hey, buddy. I Hey. figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Yes. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to...
Never mind. Nun. Mr. Scratch, der Partybomber. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde sowas von gegen mich verwendet werden. Deswegen sage ich es nicht. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Ich fülle immer wieder die Dinge auf, obwohl ich eigentlich schon aufgefüllt bin, ne? Also das ist nur, weil es halt da ist. Weil das Spiel uns die Möglichkeit gibt. Notize. Otto Reis. Personal only. Okay. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Erzählen Sie mir mehr von dem Signal. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. Sind Sie zur Arbeit immer so angezogen? Nun. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Hat Mr. Scratch ihn wehgetan? Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Nun. Wie möchtest du signalisieren, dass diese Konversation jetzt vorbei ist? Genau. Reiß einfach den Rücken der betreffenden Person zu. So nämlich. Ja gut, ich gehe dann mal und hol hier das Bildverarbeitungssystem, ne? Danke fürs Gespräch.
Danke. Clark, and try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Danke. Sehr freundlich. Hust. Kontrollpunkt erreicht. Schön. Dann holen wir doch mal Dinge. Da unten. Ja, ist spontan Halloween ausgebrochen. Ich frag für einen Freund. Hübsche Deko. Es krabbelt und kreucht und fleucht. Was könnte das wohl sein? Hallo? Hallo, Freund? Spieß! Hab ja genug davon. Kann man ja ruhig ein bisschen rumasen. Was? Wie? Oh, okay, jetzt laufe ich. Da ist mir dann doch irgendwann die Batteriefüllung wichtiger. Komm, Alan! Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Man muss halt wissen, wann man einfach mal die Beine in die Hand nehmen sollte, ne? Das war so der Moment. Moin. Found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the... Nochmal zum Thema Hosentaschen. Wo hat er sich jetzt das Bildverarbeitungssystem hingepackt? Wo genau? Weißt du, und bei kleinen Patronen für irgendwelche Waffen, ne? Die können nicht mehr nehmen. Frech. Frech. Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the sky. Okay. Wie? Gucken wir nicht zusammen? In deiner Zentrale da oben? Nein? Schade. You don't say. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Ja, ich habe Fragen. Warum überhitzt es? Ja, es ist eine große Maschine. Wahrscheinlich wird sie lange nicht mehr benutzt, aber... Meine zweite Frage wäre, warum ist dein Arm eigentlich an deinen anderen Arm so dran geklebt? Ist das irgendwie... Weiß ich nicht. Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise,
which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. Danke. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier, when my double was here. No, it went very smoothly. Until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Honestly, it seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message for me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe. But I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. Gespräch beendet. Wisst ihr Bescheid. Zippe. So. Kühlmittelventile öffnen. Tun wir. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob man auch irgendwann die Health Bar aufstocken kann. Da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Okay. So, einer müsste da unten sein. Da ist ein Rohr. Hello? I like that a lot. So. Das war der zweite Streich. Der dritte folgt zugleich. Ist das ein Rauch da oben? Ist das ein nerviges Geräusch? Okay, wir müssen dahin. Kommen wir hier? Guck mal. Schön. Nice. Hi! Ach, du meine Güte. Wie sehr muss ich mich konzentrieren, nicht richtig zu fluchen? Ja! Genau so! Okay, that should do it. Ja, come on. Wohin? Was willst du? Oh, 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 danke. Ich laufe einfach mal, ne? Keep running, running, running. Aua! Auf! Freche Dunkelheit ist frech. Kannst du wieder ein Stückchen laufen? Danke. Danke, Schatz. Sehr freundlich von dir. Ja, ist klar.
Ausgesperrt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber nein! Ah. I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, it's working again. Nicely done. Danke. That sounds like trouble. Look out, they found a way in. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Aber vielleicht war das gar nicht mal so schlecht. Noch irgendwo einer? Oh, ja, nee, ist klar. Warum? Oh, hi. Ah, du Frechdachs. Are you alright? Ja, jetzt so. Tense. I'm Yeah. sighted in now. I still have no idea what I'm looking at. It's very strange indeed. That was intense. You don't say. Ugh. Freche Frau ist frech. Are we receiving the signal now? Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow. But you should be getting a printout of it now. Yay! Was meinen Sie mit unvollständig? What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. Was haben Sie am Himmel gesehen? So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Konversation beendet. So, dann werden wir auf jeden Fall noch die Manuskriptseiten, die ersten, lesen. Erfolg. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Als Geschichtenerzähler liebte ich zuerst Krimis und in genau diesem Genre schrieb ich meinen ersten Roman mit dem ständig schlecht gelaunten Alex Casey, dessen gesamtes Leben eine Wunde war, die niemals heilte. Das Buch ging weg wie warme Semmeln. Ich schrieb noch 5 Bücher mit Alex Casey, alle wurden Bestseller. Ich wurde reich, ich wurde berühmt. Der Erfolg brachte Druck mit sich und damit konnte ich nicht umgehen. Druck. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore.
I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Der Erfolgsdruck machte mich fertig. Meine Frau Alice war der einzige Fixpunkt in meinem Leben. Plötzlich war das nicht mehr genug. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ich lenkte mich mit wilden Partys und allem möglichen Unsinn ab, den ich mir nur ausdenken konnte. Ich schwelgte im Drama meines Lebens und war mir sicher, dass Alice bei mir bleiben würde, auch wenn sie nie der Rettungsanker eines gequälten Künstlers sein wollte. Ich hatte irrsinniges Glück, dass sie nicht zu denen gehört, die einfach aufgeben. Die Entstehung von Mr. Scratch. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scratch. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. A serial killer. My dark half. Brought to life by the power of Cauldron Lake. Ich habe den Feind gesehen und der Feind bin ich. Ich habe mich schon früher dunklen Grollen gestellt, die im unvorstellbaren Druck jenseits unserer Welt hausen. Manchmal maskieren sie sich als Menschen. Genau das ist es, was sich in Mr. Scratch versteckt. Er ist der Mann aus allen böswilligen Zeitungsgeschichten über mich. Eine böse Karikatur, eine Kreatur, die in diesen trüben Feld der Missverständnisse, Halbwahrheiten und dunklen Vorstellungen von Menschen geformt wurde, die eine Geschichte über mich gehört haben. Ein fleischgewordenes Gruselmärchen. Grollmärchen passt aber auch. Ein Serienmörder. Meine dunkle Hälfte, die durch die Kraft des Cauldron Lake zum Leben erweckt wurde. Kampf gegen Besessene. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Ich trage schon so lange eine Taschenlampe und eine Pistole mit mir herum, dass ich mich ohne sie nackt fühle. Ich brauche sie einfach zu häufig. Die Dunkelheit beschützt die Besessenen. Schatten umspielen ihr Äußeres wie lebendige Dinge, beschützen sie vor Leid. Schläge, die einen Menschen verletzen oder sofort töten würden, sind wirkungslos gegen sie, solange die Dunkelheit anhält. Aber das Licht macht sie verwundbar. Licht brennt die Schatten weg. Die Dunkelheit, die sie antreibt, ist noch in ihnen, aber jetzt sind sie verwundbar. Taschenlampe und Pistole. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sind das Einzige, was mir noch bleibt. Die Spiddies! The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Die Spinnen wurden nicht wirklich vom Feind erschaffen. Sie sind eine Nebenwirkung, ein Teil der weniger wichtigen Fauna des dunklen Ortes, der sich durch die Öffnung stehlen konnte, die sich bei meiner Ankunft auftat. Sie sind weniger Tiere als eine Idee, die die Gestalt eines Tiers angenommen hat. Das macht sie aber nicht weniger gefährlich, aber immerhin wird man leichter mit ihnen fertig. Die Dunkelheit beschützt sie nicht, wie die Besessenen, deshalb können sie sowohl durch Licht als auch durch Kugeln direkt vernichtet werden. Ist tatsächlich so ein Ding, ne? Also wir haben in Alan Wake 1 tatsächlich die Krähen gehabt. Wir haben jetzt in American Nightmare die Spinnen. Und vielleicht gibt es auch noch in Alan Wake 2 irgendwie was zu Fauna gehört. Also ja, ansonsten gibt es halt relativ wenig Tierchen, die rumkräuchen und fleuchen. Obwohl, wir haben vorhin Kojoten gehört. Aber die schienen normal gewesen zu sein. Gott sei Dank. Neue Realität, Fragment 1.
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon... The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Wild. Rein theoretisch... Was macht das hier bei der Sternwarte? Egal, die Atmosphäre im Projektorraum beim Autokino hatte sich verändert, war beinahe unwirklich. Trotzdem fühlte die Luft sich so spät in der Nacht kühl und erfrischend an. Der Sommer ging seinem Ende entgegen, aber er war noch nicht vorbei. So. Dann nehmen wir uns mal den Signalausdruck. Benutzen. A printout of a signal. It too is a weapon created by the champion of light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Das Autokino von Night Springs, Arizona. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the champion of light here. Wahnsinn! Und damit würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Sprechen kann ich auch schon nicht mehr. Ja, irgendwas ist ja immer. Das Autokino werden wir dann definitiv in Folge Nummer 3 machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Gerne den Ganzen einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, schreibt gerne mal Hashtag Spinnenüberfall in die Kommentare. Würde mich freuen. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Adios.